Gerade so geht sie durch. Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner. Hier ist wieder der Daniel von spurendteile.de und ich muss das mal ein bisschen korrigieren, das sieht ja schon wahnsinnig gefährlich aus. Und ich habe euch was mitgebracht. Ho, ho, ho. Und zwar die E10 bzw. BA110 von Hobbytren. Die ist letztes Jahr rausgekommen. Ich glaube, das war Anfang diesen Jahres. Haben wir jetzt auch im Sortiment. Da werden sich einige freuen. Juhu, endlich stellt er mal nicht was von Kato vor. Wie immer spreche ich vor allem über das Modell und nicht wie vorbildgetreu das ist. Denn, ihr wisst es ja, man wird immer irgendetwas finden, was proportional oder von der Niete her nicht passt. Das bleibt jedem selbst überlassen, zu entscheiden, ob das seinen Ansprüchen an die Vorbildtreue entspricht. Das Hobbytrain-Modell hat einen ganz klassischen Hobbytrain-Aufbau, jedenfalls was Elektrolokomotiven betrifft. Wir haben ein zweigeteiltes Metallfahrwerk, über das der Strom übertragen wird, und haben dann oben einfach nur das Gehäuse drauf. Die Platine, die wird da so eingeklipst und da kommt man auch relativ leicht dran. Ihr spreizt einfach das Gehäuse, zieht das ab und dann habt ihr auch die Platine mit 6-poliger Digitalschnittstelle und könnt da euren Wunschdecoder einbauen. Das Modell hat einen weißen Lichtwechsel und hat zusätzlich noch rote Zugschlussbeleuchtung. Die könnt ihr aber abschalten. Die könnt ihr auch anschalten. Also von Werk aus ist sie angeschaltet und ihr könnt sie noch abschalten. Ich bin allerdings noch nicht so ganz genau dahinter gestiegen. Ich habe das nach Anleitung gemacht. Da gibt es nämlich einen kleinen Hinweis dazu, wie man das abschalten kann. Und zwar müsst ihr das Gehäuse dafür natürlich öffnen. Und dann habt ihr so vorne und hinten kleine Platinen, die mit einer kleinen Plastik-Lichtabdeckung versehen sind. Die Lichtabdeckung, die nehmt ihr runter und dann könnt ihr die Platine schön rausziehen. Und dann solltet ihr die Platine um 1 nach links versetzen. Das heißt, dass praktisch es sind immer 4 Stecker, dass der 4. Stecker, der ganz auf der linken Seite ist, beziehungsweise sagen wir mal in Fahrtrichtung rechts, so ist wahrscheinlich einfacher. Ihr sollt es in Fahrtrichtung um 1 nach rechts versetzen, dass der ganz rechte Pin dieses kleinen Steckers nicht mehr eingesteckt ist. Ja, hat zur Folge, dass kein rotes Rücklicht mehr brennt, aber wenn ihr in die andere Richtung fahrt, brennt auch irgendwie bei mir kein weißes Licht. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist oder ob das irgendwie ein Schaltfehler auf der Platine ist oder ob ich da irgendwas in der Anleitung übersehen habe. Kann ja auch sein. Kann sehr gut sein. Weil ich frage mich dann, wieso soll ich das dann um 1 versetzen, wenn ich es ja theoretisch eigentlich auch rausnehmen und in die Packung legen kann, wenn gar nichts mehr leuchtet. Wenn ihr es übrigens in die andere Richtung versetzt, dann leuchtet es auf beiden Seiten immer weiß. Ja, aber dann leuchtet halt auf beiden weiß und das rote Rücklicht ist nicht mehr an. Von den Fahreigenschaften her kann man wieder überhaupt nicht meckern. Es ist ein sehr solides Modell. Ich meine, die Grundkonstruktion, die hat sich ja jetzt sehr lange nicht geändert. Das hat sich halt einfach auch bewährt. Was man sagen muss, ist, dass der Motor doch relativ laut ist, wobei, wie immer, ihr hört das ja wahrscheinlich, wenn sie hier vorbeifährt an meinem Funkmikro. Hier sind natürlich die Tischplatte von Ikea, die ja der Schallträger par excellence ist. Wobei, jetzt ist sie ja gar nicht mehr laut. Die Stromabnehmer sind sehr schön, also die Pantographen, sie sind sehr fein, sind natürlich hier jetzt aus Metall gefertigt. Was passiert ist bei der Montage der Lok, da wurden aus Versehen Schweizer Isolatoren für die Pantographen verbaut. Die liegen aber zum Austausch bei, und zwar in ausreichender Stückzahl, dass man die austauschen kann. Hätte das Lemke nicht groß kommuniziert, mir als nicht so Dipfelscheißer, wäre das jetzt im ersten Moment auch gar nicht aufgefallen. Die könnt ihr aber natürlich selber noch austauschen. Wenn euch das zu friemlich ist, dann schreibt das in die Bestellung mit rein, dann tausche ich die euch natürlich vorher noch aus. Außerdem haben wir am Dach natürlich noch einen sehr schönen Dachgarten. Wir haben auch die Pfeifen nochmal extra angesetzt. Da haben wir sowieso einen sehr schönen Formenbau, meiner Meinung nach. Es ist sehr detailliert. Die Fenster sitzen satt drin, also richtig schön bündig. Bündig nennt man das ja, nicht satt. Und wir haben einen sehr schönen Druck. Also was sich da in der Drucktechnik getan hat, das ist schon beeindruckend und vor allem beeindruckend. Mein Gott. Das ist halt auch so konsequent umgesetzt wird. Es gibt ja auch noch die ein oder anderen Geschichten, die sind ein bisschen sehr pfuschig gemacht, obwohl es heutzutage die Technik ja ohne Probleme gibt. Ich komme ja aus dem Design und auch damit aus dem Druck. Gut. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das Modell nicht nur
Ja, das ist jetzt runtergefallen, weil Leute bei mir nur Videos gucken und nicht bei mir auch kaufen. Ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt. Lasst doch ein Abo da und wenn euch das Produkt gefällt und ihr habt es noch nicht, mein Gott, dann könnt ihr es ja bei mir kaufen, damit ich in Zukunft auch weiterhin Produktvideos mache. Tschüss, euer Daniel. Achso, ich muss es nochmal schnell fahren lassen. Sehr schnell. Es wird sich immer gewünscht, dass man es nochmal ganz schnell fahren lässt. Aber jetzt tschüss. Spurenteile.de